Werden wir bald nur noch Insekten essen? Für die Tierzucht existieren schon lange gigantische Insektenfarmen. Doch bisher ist für den Großteil der Menschen der Gedanke, Insekten zu essen, immer noch ein ekelerregender. Vor allem in Europa ist es noch lange nicht angekommen. Die Berichte über die Gründe, dies zu ändern, häufen sich jedoch ernstzunehmend. Was früher noch aus diversen Gründen ein No-Go war, kann bald mit steigender Akzeptanz zur Normalität werden. Die ersten Schritte passieren schon. Es gibt immer mehr Insektenfarmen und Restaurants. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA lässt Mehlwürmer, Heuschrecken und Grillen offiziell zum Verzehr zu. Die Ernährung- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinigten Staaten FAO hat essbare Insekten anerkannt und empfiehlt sie sogar. Die niederländische Stadt Haarlem verbietet als erste Stadt weltweit ab 2024 die Werbung jeglicher Fleischwaren. Das Weltwirtschaftsforum macht eine fast schon penetrante Werbung für Insekten. Immer mehr Prominente, also Vorbilder vieler Menschen, versuchen es zum Trend zu machen, wie zum Beispiel Nicole Kidman, die in einem Video genüsslich verschiedene Insekten isst. Aber warum das alles? Was geschieht hier? Warum sollen Menschen, die Schwierigkeiten dabei haben, Insekten nur anzuschauen, jetzt anfangen, sie zu essen? Der Grund ist doch ganz klar: das Klima. Die weltweite Haltung und Verarbeitung von Nutztieren ist laut FAO ein Problem, ein Ressourcenproblem. Aufgrund der steigenden Weltbevölkerung muss auch die Fleischproduktion immer weiter zunehmen. Da aber die Ressourcen so begrenzt sind, müssen wir unsere Proteine auf Dauer irgendwo anders herbekommen. Man geht davon aus, dass für die Produktion von 100 Gramm eines insektenbasierten Produkts weniger CO2-Äquivalente anfallen, als bei derselben Menge Geflügel oder Rindfleisch. Insekten bräuchten weniger Platz und Wasser, zudem sind sie reich an Omega-3 und 6-Fettsäuren und Vitaminen. Sehr oft wird mit dem Proteinanteil geworben, der im Vergleich zu Fleisch, Fisch und Milchprodukten höher sein soll. Doch das unterscheidet sich von Art zu Art, ebenso wie der Anteil von Fett und Kohlenhydraten. Generell können aber laut vielen Berichten Insekten mit Fleisch mithalten, wobei sie getrocknet einen höheren Proteinanteil haben als zum Beispiel Rind, Schwein oder Pute. Darüber hinaus sei generell der essbare Anteil eines Insekts höher als der eines Rindes. Es gibt also genug Gründe, um der fleischliebenden Bevölkerung die Insekten immer näher zu bringen. Doch ist das eine leichte Aufgabe? Was sagt dein natürlicher Instinkt, wenn du solche Tiere siehst oder wenn du ein Stück Rindfleisch siehst? Und bei aller Euphorie, was sagen die Kritiker? Generell kann man sagen, dass die gesundheitlichen Auswirkungen nicht weitreichend erforscht sind. Im Vergleich zu dem, was wir bisher an Tieren gegessen haben, gibt es viel mehr Arten, was auf unserem Teller landen könnte. Es gibt mehr als 2000 essbare Spezies. Wie diese ganzen verschiedenen Tiere auf uns wirken, ist nicht gut erforscht. Man beklagt weiterhin, dass die hygienischen Bedingungen noch nicht ganz geregelt sind. Im Darm der Insekten könnten sich Mikroben befinden, die uns schaden. Der Kot könnte Krankheitserreger enthalten, denn der Darm der Insekten wird vor dem Essen nicht entfernt. Zudem dürften Menschen, die gegen Meeresfrüchte, Schalentiere und Hausstaubmilben allergisch sind, die Insekten nicht essen. Man sollte auch darauf achten, woraus sich die Insekten ernähren. Sie sollten sich nicht von Abfällen ernähren. Eine andere Frage ist, wie genau wird so vielen Lebewesen das Leben genommen? Sind die Methoden qualvoll, aber effektiv? Qualvoll ist immer so eine Sache, denn dabei kommt oft das Argument, Insekten hätten kein Schmerzempfinden. Diese Aussage hat sich so etabliert, ist jedoch umstritten. Insekten haben ein Nervensystem, das noch nicht so gut erforscht ist wie das menschliche. Juli 2022 kam eine Studie aus der Queen Mary Universität in London zum Ergebnis, dass sie doch Schmerzen empfinden können. So eine Studie kommt womöglich nicht gerade richtig. Denn wir wollen unseren Ekel überwinden und Insekten essen, um die Erde zu retten. Im Film Snowpiercer wird die Unterklasse mit Proteinblöcken aus Insekten versorgt. Solange die Entwicklung dahin geht, dass irgendwann reines, qualitatives Rindfleisch beispielsweise nur für die Oberklasse bezahlbar wird, wird die offizielle Absicht, alle zusammen am Klima zu arbeiten, angezweifelt. Das kann man sich denken. Wenn Essen nur Hunger stillen und am Leben bleiben bedeutet, um den täglichen Verpflichtungen nachzugehen, dann wäre es am effizientesten, eine Welt zu bauen, in der täglich eine einzige Pille ausreicht, um alle notwendigen Dinge dem Körper zu liefern. Diese Entwicklung ist zu beobachten.
Um diesem Ziel näher zu kommen, wird dir nun die Frage gestellt: 363.000 Heuschrecken oder eine Kuh für dieselbe Kalorienanzahl? Doch die interessante Frage ist, ob es für die Erde als Gesamtkonstrukt gleichgültig ist, ob wir Säugetiere oder Insekten essen. Ein Forscherteam hat nun 73 weltweite Studien zum Rückgang der Insekten analysiert und kam zum Ergebnis, dass in den nächsten Jahrzehnten die Insektenarten dramatische Rückgänge verzeichnen werden. Laut der Krefelder Studie beträgt der Rückgang der Fluginsektenbiomasse in Deutschland in den vergangenen 27 Jahren 76%. Zu ähnlich verheerenden Ergebnissen kommen europäische und weltweit ausgerichtete Studien. Kann es uns egal sein oder darf man sich gar freuen, weil wir diese nervenden Viecher loswerden? Experten gehen von katastrophalen Folgen für das natürliche Ökosystem aus. Das Ökosystem der Erde braucht die verschiedenen Tierarten. Jedes Tier hat seine eigene Funktion. Die meisten sind wahrscheinlich noch unbekannt. Wenn wir nun eine ganze Gattung wie die Insekten auslöschen, hat es natürlich verheerende Folgen. Hier einige Beispiele. Bestäubung der Pflanzen. Ohne Insekten also weniger Früchte, Gemüse und Nüsse. Förderung vom Nährstoffkreislauf im Boden. Helfen bei Verwesung und Fäulnis. Räumen das weg, was wir als Dreck definieren. Im Wasser lebende Larven tragen zur Selbstreinigung von Gewässern bei. Sie sind Nahrungsquelle für andere Tiere und so weiter und so fort. Traurigerweise sind wir mit unserer modernen Landwirtschaft und Verstädterung an dem Aussterben schuld. Und während es so viele vegane Alternativen für protein- und nährstoffreiche Nahrung gibt, müssen wir anfangen, für uns ekelerregende, doch eigentlich wundervolle, faszinierende, komplexe und nützliche Tiere zu essen. Wo bleibt die Moral? Finde sie selbst.